So, guten Morgen zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Kanada Trucker Philipp. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist Mittwochmorgen, 7 Uhr. Ich bin hier gestern an diesem Truckstop gestrandet. Ihr wisst ja, ich wollte ja eigentlich in Toronto stehen. Es gab aber gestern so ein paar Sachen, die mich davon abgehalten haben. Ich hatte gestern einen Scheißtag gehabt. Also, wenn ich manchmal sage, ich habe einen Scheißtag, dann habe ich einen Scheißtag. Aber gestern, das war, ich glaube, der Könige der Scheißtage. Ne? Also es fing damit an. Ich habe ja gestern Morgen um 5 Uhr angeliefert, war ja um 5:30 leer. Oder in einer halben Stunde irgendwie. Und das ist ja schon, das war ja geil, ne? Da fing der Tag super an, ne? Schnell leer. So, dann bin ich zum nächsten Truckstop ja gefahren, wollte duschen und wollte Diesel tanken. Und da ich ja neue Tankkarten habe, funktioniert der PIN nicht. Wäre jetzt gut gewesen von der Zeitersparnisse her, Gust ausgeladen, bei der Tankstelle her, weiter nach Philadelphia, Klamottenladen, Früchte und ab nach Toronto. Hört sich ja auch einfach an, ne? So. Es ist ja auch einfach. Ja, gestern, es wollte nicht laufen. Und zwar, ich bin gestern, nachdem ich da beim Truckstop die PIN-Nummer nicht passte, bin ich dann nach Philadelphia gefahren und es waren 311 Kilometer und da brauche ich 3 Stunden für. So, 100 Kilometer pro Stunde, 3 Stunden. So. Ja, ich habe irgendwie 4,5 gebraucht, weil alle meinten gestern einen Stau bauen zu müssen. So, ich stand mittendrin. So, dann im Hafen geht es normalerweise ganz schnell. So eine Stunde, ne? 1,5. Es dauerte gestern 3 Stunden oder 4 Stunden, ich weiß es nicht mehr. Ich war sauer gestern, ne? So. Und, also das heißt jetzt nicht, dass ich gestern die ganze Zeit ins Lenkrad gebissen habe oder so. Wenn ich sauer bin, dann bin ich sehr ruhig. In den meisten Fällen. Also, bis ich laut werde oder bis ich was sage, das dauert, ne? So. Das erreiche ich vielleicht alle 5 Jahre einmal, dass ich laut werde. Ich werde immer ruhiger. Und man sieht mir das an. Ne? Deshalb muss ich auch nicht laut werden, weil mir sieht man an, wenn ich nicht gut drauf bin. Oder wenn ich sauer bin. Es war auch immer gut als Fahrlehrer, wenn man so Sachen denen beibringen wollte und die wollten es nicht verstehen oder konnten es nicht verstehen. Dann bin ich dann ganz ruhig geworden irgendwann, weil ich ja dann auch sauer war. Und dann guckten die immer und denken, nee, das ist nicht gut, dass der so guckt. Also ich brauche nicht laut werden. Das ist so. Finde ich auch toll, dass ich das nicht muss. So, egal, zurück zum Thema. Erzählt er wieder seine Lebensgeschichte. Ja, als ich dann rausgefahren bin, habe ich dann auch wieder Ewigkeiten gebraucht, weil die immer noch wir bauen einen Stau am Spielen waren. Und dann, ja, bin ich dann weitergefahren. Und dann bin ich dann wieder zu dem Truckstop gefahren, wo ich eigentlich tanken wollte. Hab da in der zweiten Reihe gestanden. Das heißt also 20 Minuten habe ich da gewartet ungefähr. Und das war ja so, meine Schichtzeit lief ja aus, ne? Und ich wollte ja irgendwann auch mal noch in Toronto ankommen. Ich meine, ich hatte da schon aufgegeben, dass ich da ankomme, aber ich wollte halt noch so weit es geht fahren. Ja, dann komme ich dann dran, springe ich dann raus, habe meine Handschuhe sogar da noch vergessen. Gott sei Dank habe ich ein zweites Paar dabei, ne? Das ist immer so. Philipp hat immer von allem 2 Paar oder zweifache Ausführung, weil sonst irgendwie, weil er immer was vergisst. So. Ja, bin ich heraus, die Tankkarte da in der Zapfsäule reingemacht, alles eingegeben, 5000 Fragen, wann hast du das letzte Mal gepupt, wann war das letzte Mal auf Toilette, alles, ne, so. Die wollen ja alles wissen, ne, so. Und am Ende kam dann, ja, es geht nicht. Bin ich dann in den Truckstop gegangen und dann habe ich zur Kassiererin gesagt, ach ja, vor mir war noch ein Kunde, auch noch ein paar Minuten gedauert. Dann bin ich dann irgendwann dran gekommen. Ich sag, was ist los hier? Kein Diesel? Nee, die Pumpen wir haben Softwareproblem. Die Pumpen funktionieren gerade nicht. Ja, okay, alles klar.
Dann bin ich ihn tragt und weitergefahren und der ist ja jetzt noch so, er erleuchtet, ne? Ich meine, das bei mir die Tankanzeige leuchtet ist ja normal, aber ich komme jetzt nun mal halt nicht noch 400 Kilometer bis zum Kunden. Ja, dann habe ich am anderen Truckstop angehalten, da funktioniert die Karte auch nicht. Und also das lag jetzt nicht an der Karte, sondern an dem Truckstop halt. Ne? Da habe ich gedacht, komm, jetzt gibst du auf, jetzt ist das ist zu viel jetzt gerade, ne? So, und dann fährst du jetzt zum nächsten Truckstop und dann telefonierst du morgen mit deinem Tank, mit dem Tankmann, ne? Der für die Karten zuständig ist, und der muss mir jetzt gleich sagen, wo ich tanken kann hier. Weil ich komme zwar noch bis zur Grenze, das sind vielleicht noch so 100 Kilometer, aber ich komme nicht mehr bis zum Kunden, das sind irgendwie 300 Kilometer, 350, das schaffe ich nicht. Ich habe es ja schon oft genug ausprobiert. Aber es ist natürlich doof, dass das Video jetzt so negativ anfängt, aber ich wollte euch einfach mal einen Tag erzählen. Hier ist nicht immer alles Sonnenschein. Aber bei euch auch nicht. Und das ist auch gut so. Weil wenn jeden Tag alles gut laufen würde, wäre es langweilig. Aber diese Woche bin ich froh, wenn ich zu Hause bin, weil diese Woche war eine sehr raue Woche. Ne? Ich bin also ja, müde. Ich will nicht mehr. So. Hier habe ich noch nie gestanden. Warte mal. Hier habe ich noch nie gestanden. Quebec. Also der kommt aus Quebec. Habe ich noch nie gestanden. Uralter Truckstop. Finde ich manchmal ganz cool. Den hier finde ich jetzt ein bisschen, von außen hier ist es ein bisschen ranzig. Aber innen drin ist sehr, sehr sauber, sehr schön. Ich war gerade da drin, habe mich frisch gemacht. Und ich finde das immer schön, diese alten Truckstops. Die sind immer so neben dem Highway. Also ich kenne so ein paar. Den kannte ich noch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall merken, weil halt saubere Waschräume, ne? Und dann ist das gut. So, ich werde jetzt... Ja, es ist 8 Uhr in Prince Edward Island und jetzt werde ich mal den Tankmann anrufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook habe ich eine tolle Gruppe, Kanada Trucker Philipp. Und ich würde sagen, ich nehme euch mit. Bis später. After 200 meters, turn right, then take the highway. Turn right, then take the highway.
So, es ist Mittwochabend, Nachmittag, 5 Uhr. Das war nicht nur ein scheiß Tag, das sind 2 Tage, die scheiße sind. Ich will auch nicht so viel meckern immer. Aber gut, ich erzähl's euch einfach. Also, ich habe Früchte geholt. Und heute Morgen habe ich ja wegen Spritmangel da rumgestanden. Musste ich ja Diesel haben. Dann habe ich dann im Büro angerufen und habe dann ich habe ja Bargeld dabei, also von der Firma, $80 erstmal reingetankt. Somit bin ich nach Kanada gekommen und habe in Kanada habe ich dann getankt, kurz hinter der Grenze. Gut. Dann bin ich zum Kunden gefahren, um meine Früchte anzuliefern. Und ich war da letzten Wochen immer, jede Woche. Und jede Woche war es so, in den Hafen gefahren. Was ist denn los? Nase juckt. Gibt einem entweder auf die Fresse oder Geld. Ich glaube, das letztere kommt. Nee, das erste. Geld habe ich nicht. Geld kommt auch nicht mehr. Ja, und dann bin ich dann da jetzt zum Kunden gefahren. Da stellte sich raus, dass die Ladung für morgen ist. Ist ja gut, alles klar. Habe ich im Büro angerufen. Ja, haben wir doch geschrieben. Wo haben wir geschrieben? Ja, in dem Load-Offer. Ja gut, habe ich nicht gelesen. Tut mir leid. Ja. Dann habe ich den Trailer bei uns im Yard hier in Toronto hingestellt. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Dann sagte der andere Disponent, deine Ladung ist noch dabei, geladen zu werden und ist noch nicht fertig und bla bla bla. Und ja gut. Dann bin ich hier nach Mississauga gefahren, aber gedacht, jetzt gehst du tanken und dann gehst du endlich duschen, ne? So. Das, was da rumbrüllt, ist mein Truck. Hier. Ja. Ach, ich gehe ein bisschen spazieren, was wird ein bisschen länger. Ja, und dann bin ich hier hingefahren, bin gerade getankt und denke mir so, rufst mal gerade noch im Büro an, sagst dir Bescheid hier, Pause, ne? Ich fahre heute Nacht los. So. Ja. Da rief er aber schon an. Ja, kannst du noch mal dahin fahren in unser Yard? Da kommt ein Trailer von einer anderen Firma. Die müsste dann zu dem Kunden hin, wo ich halt heute Nacht meine Ladung aufgenommen hätte. Ja. Der Trailer war dann da nicht. Dann hieß es ein anderer Trailer, dann hieß es wieder ein anderer Trailer, wieder ein anderer Trailer. Habe ich irgendwann gesagt, ich so, weißt du was? Ich fahre zum Truckstop. Kümmert ihr euch um diesen Trailer? Ich mach's nicht. Es ist genug. Ich will das nicht. Ich will nicht, dass ihr das mit mir macht. Ja? Gut. Weil ich bin so einer, der sagt dann irgendwann, nee, jetzt ist gut. Jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt will ich das nicht mehr. Das tut mir jetzt nicht gut. Ja. Dann auf dem Rückweg hier nach Mississauga kriegte ich dann einen anderen Trip. Das heißt, ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich komme gerade von der Dusche. Ich gehe jetzt schlafen und ich fahre nach Moncton. Da habe ich Freitagmorgen um 5 Termin zum Ausladen. Das heißt, morgen ist Donnerstag. Das heißt, heute Nacht um 2:30 sowas werde ich starten. Ich glaube, 2:30 war es. Dann werde ich durch den frühen Tag fahren bis zum frühen Nachmittag. Und dann schlafe ich nochmal. Und morgen früh fahre ich dann die restlichen 300 Kilometer oder so fahre ich dann noch. Fahre ich dahin. Dann bin ich da um 5 oder um 4:30, weiß ich nicht. So ist der Plan. Und das werde ich so machen. Und dann komme ich auf den Hof und dann war ich schon so kaputt, so müde und keine Lust mehr, ne? So wie man das manchmal so hat. Komme ich auf den Hof, kein Parkplatz frei und da vorne steht einer hinter mir. Er hat auch schon mal bessere Tage gehabt. Oh, der sieht aber echt geil aus. Und der stand an seinem Truck, kam auf mich zu, also ich kam hier so rumgefahren, so hielt so an und guckte auch ziemlich so. Und dann kam er auf mich zu, sagte, ey, wann fährst du wieder weg? Ich sag, heute Nacht um 2:30. Ja, ich kann morgen ausschlafen. Wolltest du vor? Also, der Parkplatz, ne? Der Mann, der mir einen Parkplatz heute gegeben hat, kommt aus Alberta, ungefähr 5000 Kilometer weit weg. Und welche Stadt kommt er denn? Steht das da dran? Edmonton. Da wohnt Lukas, einer
meiner guten Freunde, der Lukas. Das ist ein Süßer, der Lukas. Der Lukas wohnt da in Edmonton. Weiß ich gar nicht, wie weit das ist. Offensichtlich ist das weit. 5000 Kilometer? Also, nee, von hier ist es nicht 5000. Von hier sind es ungefähr 3,5. Weil bis nach Hause sind es ja 1600 jetzt. Nee, von hier sind es 1800. Zu meinem nach Hause. So. Das ist schön, ne? Voll warm. Ich habe frisch geduscht. Und der Bart, der lässt sich total weich kämmen gerade. Der hat jetzt eine Länge erreicht. Warte mal. Er hat jetzt eine Länge erreicht, dass er sich kämmen lässt wie langes Haar. Habe ich schon mal langes Haar gehabt? Ja, habe ich gehabt, als ich 16 war. Und ich war Kurt Cobain-Fan. Ich war der größte Fan von Kurt Cobain. Und dann hat er sich leider umgebracht. Leider. Und ich war am Heulen wie ein Schlosshund. Aber wie gesagt, da hatte ich lange Haare. Bis hierhin. Ja, genau. So. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier, ne? Gute Nacht, ne? 4:45. 4:45, ey. Alte Menschen müssen schlafen. Bis später. Hallo. Ich habe jetzt mich hingestellt. Es ist jetzt Donnerstag 2:50 nachmittags. Ich bin jetzt irgendwie 1000 Kilometer gefahren in 11 Stunden oder so. Also genau wissen tue ich es nicht. Also ich weiß, dass ich über 1000 Kilometer gefahren bin. Aber ich kann auch nur das mit der Zeit so überschlagen, weil es ist mich was passiert. Mein elektronisches Logbook, was meine Fahrzeit aufzeichnet, ist ausgefallen. Eben. So, vor einer Stunde, 2, 3. Weiß ich nicht. Da habe ich aber 4-mal angerufen und gesagt, Jungs, das geht nicht mehr. Ja, da musst du auf Paperlog fahren, also auf Papier, ne? Ich weiß gar nicht, wie heißt das deutsche Wort? Hier heißt es Paperlog. Das deutsche Wort heißt Papier, naja, so. Musst du ausfüllen. So. Papierscheibe? Nee, das ist die Tachoscheibe. Ich weiß das nicht mehr. Scheiße. Ich vergesse auch alles. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Ich muss jetzt auf Paperlog fahren. Also,
Das soll wohl ein Problem nicht an meinem Gerät sein, sondern das Problem soll wohl bei der Firma liegen, also nicht bei meiner Firma, sondern die Firma, von dem das Gerät ist. So. Ich gehe jetzt schlafen, weil ich bin müde und vielleicht wache ich auf. Also, natürlich wache ich auf, aber was ist denn heute los? Ich bin echt müde. Wenn ich später losfahre, also ich mache jetzt 8 Stunden Pause, 2:45 habe ich mich hingestellt, also 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45 kann ich weiterfahren. Wenn ich aufstehe, dann ist es vielleicht schon wieder heile. So, das Geile ist, wenn man so früh losfährt, hat man ja früh Feierabend. Das ist ja schon mal geil, ne? Aber man hat Platz. Man kann sich aussuchen, wo man sich hinstellt. Ich habe gedacht, hier, schön, ne? So, schönen Platz habe ich hier. Kann gleich noch schönen Ausblick haben auf die Stromleitung, ne? Man hat hier einfach Platz. Das ist schön. Hier ist es abends immer, ja, meistens ist es hier voll. Ah ja, genau. Ich habe jetzt noch 280 Kilometer bis nach Woodstock. Und von da aus habe ich noch 275 Kilometer, also 480, 550 Kilometer knapp bis nach Manken zum Kunden. Da werde ich morgen früh ankommen um 5 und dann werde ich da ausladen. Und dann, oder 5:30, weiß ich nicht. Mein Disponent hat eben angerufen. Nee, ich habe ihn angerufen wegen einem Logbook da. Dann hat er gesagt, ja, die Ladung ist ja für Samstag. Ich sage, nee, die ist für morgen. Ja, bist du denn da morgen? Ja. Oh. Ja, dann laden die dich wohl aus. Gut, alles klar. Er meinte jetzt, oder er hat gedacht, ich komme da morgen Nachmittag an und sollte dann noch stehen bleiben. Denke ich. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht, nö, 5 Uhr steht im Terminplaner da, also bin ich auch um 5 Uhr da. Also, das heißt, ich habe die Ladung relativ spät bekommen. Ich versuche dann so früh wie möglich da zu sein. Und wenn 5 oder 6 Uhr machbar sind, dann mache ich das auch irgendwie. Ne? Deshalb bin ich heute Morgen ja auch um 1:30 aufgestanden. Um 2:30 losgefahren. Ne? Und jetzt mache ich halt eine kurze Pause und dann fahre ich heute Abend weiter und dann bin ich da. 5, 5:30 sowas. Vielleicht bin ich auch... Nee, vorher bin ich nicht da. Aber 5 Uhr bin ich da, denke ich. Weil ich will auch nach Hause. Morgen ist Freitag. Könnt ihr es riechen? Das Wochenende ist da. Ne? Da will ich zu Hause sein. Ganz einfach. Weil ich ja Sonntag wieder losfahren will. Zwischendurch müssen sie mein ELD reparieren oder mit der Firma reden. Dann wollen sie irgendwie... Letzte Woche war der Truck bei der Safety, das heißt TÜV in Deutschland. Aber ist er 1 Jahr alt geworden, musste dahin. Und da müssen die irgendwie Luftventil müssen sie erneuern. Das wollten sie auch diese Woche machen. Aber ist auch egal. Wisst ihr, ich bin jetzt echt im Arsch hier. Ich bin kaputt. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht und bis gleich. So, hi zusammen. Nein, es ist Samstag 11:30. Ich bin gerade dabei, mich fertig zu machen für morgen. Ich fahre morgen wieder raus. Ich war jetzt schon Wäsche waschen heute Morgen und jetzt fahre ich noch zum Supermarkt und werde ein bisschen was zu essen kaufen. Danach werde ich mir was kochen für die Woche. Der ganz normale Wahnsinn. Morgen fahre ich raus. Es geht morgen mal wieder nach New Jersey.
Da habe ich Montagabend einen Auswahltermin um 10 Uhr abends. Ich sage jetzt immer die Tagesangaben mit, also wenn ich zum Beispiel 10 Uhr sage, dann sage ich 10 Uhr abends, wenn es 10 Uhr abends ist, und wenn es 10 Uhr morgens ist, dann 10 Uhr morgens, weil, was rede ich eigentlich? Weil das Übersetzungsprogramm manchmal in Englisch 10 Uhr morgens übersetzt, obwohl ich 10 Uhr abends meine. Also wenn ich nicht die Tageszeit dazu sage. Jetzt zum Beispiel sage 10 Uhr, Punkt, dann weiß das Programm nicht, ob ich 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends meine, weil das ist dann AM oder PM und dann ist es manchmal verkehrt und dann für denjenigen, der kein Deutsch versteht, wird es wahrscheinlich so sein, dass das dann verwirrend ist. Und das will ich nicht. Deshalb sage ich das jetzt so. Man kann sich ja darauf einstellen. So, ich weiß gar nicht genau, wie viel ich gefilmt habe heute. Ich werde jetzt noch ein bisschen reden. Ich habe was zu erzählen, ganz viel. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal loswerden. So. Also, wo fange ich denn an? Ah ja, genau. Ich bin ja im Hotel am Wochenende. Oder ja, jetzt gerade bin ich im Hotel, ja. Und das ist hier gerade sehr teuer, weil halt die Urlaubssaison angefangen hat. Aber das ist ja auch egal. Das soll man sich dann auch mal gönnen. Und das ist immer noch billiger als mieten und also eine Wohnung mieten, ein Apartment mieten und dann Möbel kaufen. Aber ist ja egal. Ich heute Morgen zum Frühstück. Ich war sehr enttäuscht vom Frühstück. Das werde ich aber auch erzählen gleich noch. Werde ich noch drauf eingehen. Und zwar bin ich da so zu dem Frühstücksbuffet, würde ich jetzt nennen, aber das waren ein paar Brötchen und Butter und Marmelade. Aber ist ja egal, und Kaffee. Ich bin da hingegangen und dann hörte ich nebenbei, dass da saß eine Familie, also Mutter, Vater und ein Junge, der war so 8, 9 Jahre alt. Also ein Fussel. Und dann, die redeten und ich habe dann so zwischendurch mal so Sachen mitbekommen und denke so, die benutzen doch deutsche Wörter. Also ich habe gedacht erst, das sind Deutsche, und dann habe ich mal intensiver hingehört und dann haben die wieder Wörter benutzt, die ich nicht kannte. Und dann denke ich so, die benutzen doch deutsche Wörter, oder bist du jetzt total, ne, durch den Wind? Und dann habe ich gedacht, komm, ist egal. Dann bin ich das zweite Mal hingegangen, dann redeten die wieder ein paar Dinger auf Deutsch. Also ein paar Wörter auf Deutsch, und der Rest war für mich nicht. Ich habe das nicht verstanden, was der Rest war. Und dann sage ich so, seid ihr aus Deutschland? Guckt er mich an, lacht, der Typ lacht und sagt, nee, wir sind aus Österreich, ein bisschen Deutsch. Ich sage, ja genau. Und dann haben wir uns unterhalten, also die waren auf Urlaub hier und wollten sich Kanada mal angucken. Es war sehr schön, war ein schönes Gespräch. Zwar nur 5 Minuten, aber es war ein schönes Gespräch. Danke. Ja, dann gehe ich jetzt mal aufs Frühstück ein. Und zwar, ich war vor ein paar Monaten in diesem Hotel schon mal und war enttäuscht von dem Frühstück. Weil die haben online auf ihrer Internetseite bewerben sie volles Frühstück, also Fully Breakfast. Das heißt hier Bacon, also Speck, Rührei, Scrambled Eggs, Hash Browns, was ist das auf Deutsch? So Kartoffelrösti. So. Kartoffelrösti? Ja. Auf jeden Fall bewerben die mit einem super Frühstück. Und vor ein paar Monaten war ich schon mal da. Da gab es dann ein paar Brötchen, Marmelade, Butter und Erdnussbutter. Und dann gab es noch so kleine Packungen, das waren Kellogg's. Ne, da konnte man sich so eine Packung aufmachen und da war noch ein bisschen Milch und dann war es gut. Also es war ein scheiß Frühstück. Ja. Und damals habe ich das gesagt, weil ich sauer war. Ich war nicht sauer, ich war enttäuscht. Und habe dann gesagt, wisst ihr was, ihr könnt nicht online das bewerben, dass ihr so ein tolles Frühstück habt und dann liegen da ein paar Brötchen. Ich sage, das ist nicht gut. Ich sage, ich finde es nicht gut. Ich sage, ich fühle mich jetzt nicht hier gut aufgehoben, wenn ich hier so viel Geld bezahle für ein Wochenende. Freue mich aufs Frühstück, weil ich bin ein Frühstücksmensch. Ich mag lieber Frühstück als Abendessen. Und dann kriegst du da ein paar Brötchen hingeworfen. Das finde ich nicht gut.
Ja, und dann sagte er mir, damals hat er mir gesagt, ja, wir arbeiten dran, wir in ein paar Wochen, wenn die Saison angefangen hat, ist das alles super, dann haben wir hier Fully Breakfast, also ne, hier, ne, das was ich eben sagte, Speck und sowas alles, ist alles da dann. Ja gut, alles klar. Ja, normalerweise bleibe ich in einem anderen Hotel fürs Wochenende, aber das war dieses Wochenende ausgebucht und ich habe dann noch so durchgescrollt, was noch so bezahlbar ist für so einen armen Trucker. Und dann hatte ich das Hotel, wurde mir dann vorgeschlagen, habe ich gesagt, sofort wieder im Kopf, das Frühstück ist doch scheiße. Ne? So. Und dann habe ich gedacht, der Typ hat damals gesagt, dass sich das ändern wird. Ja gut, alles klar. Dann probierst du das jetzt halt nochmal aus, weil ich bin jemand, ich probiere das immer zweimal aus. Ja? Dann kann ich eine Meinung darüber haben. Ich meine, ich hätte die Meinung vorher schon, dass das Frühstück nicht gut ist. Aber ich war hoffnungsvoll, dass sie das geändert haben. Ja, heute Morgen bin ich zum Frühstück gegangen, die gleiche Scheiße wie vorher auch, wie damals auch. Kein Frühstück. Marmelade, Butter, Brötchen, Kellogg's, Milch und so ein paar Muffins. Enttäuschend. Ich habe $170 pro Nacht bezahlt und das finde ich doof. So, ja. Und dann habe ich so gedacht, dann war ich wieder enttäuscht und dachte mir so, du sagst jetzt nicht deine Meinung, Philipp. Du gibst gleich die Schlüssel ab und dann gehst du einfach. Und dann war es das letzte Mal, dass du hier warst. Weil wenn ich dann meine Meinung sage, in Deutschland würde ich meine Meinung sagen, weil das dann gut ist, wenn derjenige die Meinung hört. Hier ist es so, dass sie zwar die Meinung hören wollen, aber das kommt manchmal nicht gut, wenn man so deutsch direkt ehrlich und seine Meinung sagt. Das ist manchmal nicht gut. Aber ich mag das nun mal halt, wenn mich einer fragt oder wenn ich was habe, dass ich dann ehrlich antworte. Und das ist dann ja auch nicht verletzend, sondern das ist die blanke Wahrheit und damit ist es gut. Ich habe dann gedacht, komm, sagst du nichts, gehst dahin, gibst die Schlüssel ab, haus ab. Ne? Gut. Ich gehe da rein, gib die Schlüssel ab und dann sagt er zu mir, und wie war's? Macht die ganze Sache ja noch schwieriger, nichts zu sagen, ne? Weil der will ja jetzt eine Meinung hören, ne? Der will ja jetzt meine Meinung hören. Und der will ja auch eine ehrliche Meinung hören. Das heißt, er fordert mich auf, ehrlich zu sein. Ja. Und dann sage ich, das Frühstück ist nicht gut. Weil man muss dann ja auch überlegen, dass man das dann auch so rüberbringt, dass das halt nicht zu derbe ist. Zu doll, zu direkt. Ja. Und sagt er sowieso, was ist denn mit dem Frühstück? Und dann denke ich mir so, er ist sich keiner schuld, er findet das gut. Ne? Also das ist ja dann sein Level. Ne? Also ich habe ein anderes Level erwartet als er. Und er fand das, er sagt, er konnte es gar nicht verstehen. Dann sagt er zu mir, ja, was war denn nicht so gut? Und dann denke ich mir so, jetzt will er es wirklich ehrlich hören. Er muss es ehrlich hören, sonst ändert er nichts. Ich sage, hör mal zu, ich möchte was sagen. Ich meine das jetzt nicht böse, was ich sage. Ich meine das ehrlich und ich will dir nur helfen und du hast mich nach meiner Meinung gefragt. Ja, gut. Ich sag, ich habe $170 die Nacht bezahlt. Und wenn ihr auf eurer Internetseite mit frischen Eiern, frischen Speck, frischen Brötchen und alles wirbt, dann erwarte ich das auch. Und wenn ich dann hier reinkomme und da liegen halt, wie gesagt, ein paar Brötchen und ein bisschen was dazu, dann ist das nicht gut. Oh, das tut mir leid. Ich sag ja. Ich will ja jetzt nichts Böses, aber ich möchte es einfach dir sagen wollen. Weil du hast mich nach meiner Meinung gefragt und ich antworte dann ehrlich. Ja. Ich sag, ich bin enttäuscht und habe das jetzt gesagt. Aber andere Leute sagen das unter Umständen nicht. Und die fahren dann wieder nach Hause, weil die ein Wochenende hier verbracht haben und die fahren dann nach Hause. Und die erzählen dann Freunde, wie dieses Hotel ist. Ja. Ich sage, glaubst du, dass einer von den Freunden dann noch kommt und sich denkt, ich mache ein Wochenende in Prince Edward Island und ich buche bei dem Hotel, weil meine Freunde so ein tolles Frühstück gekriegt haben? Als ich da drin saß, haben 2 Leute gesagt, das ist ein doofes Frühstück. Oder das Frühstück ist nicht gut. Ja, und dann sagte er dann, ja, da hast du recht. Ich sag,
Leute untereinander, die miteinander reden, das ist die beste Werbung. Und wenn jetzt hier jemand hinkommt, der $170 pro Nacht bezahlt und dann auch noch ein gutes Frühstück bekommt, dann sind dem die $170 nicht wichtig, weil er hat einen Service dafür bekommen. Er hat eine Gegenleistung bekommen. Ich sage, und dann ist es gut für die. Und wenn die dann nach Hause fahren und Freunde erzählen dann, wo wart ihr denn am Wochenende? Ja, wir waren auf Prince Edward Island oder in Charlottetown und es war schön, das Hotel. Und wie war das Hotel? Ja, das war gut, super. Wir hatten super Frühstück, super Betten, super Fernsehen, super was weiß ich. Ne? So. Dann denken die Leute, wenn die dann denken die Freunde, wenn die irgendwann mal nach Prince Edward Island fahren wollen, denken dann, hey, hör mal, da waren doch meine Freunde, die waren in so einem Hotel und das war super. Da frage ich die mal, dass ich das buche. Und dann kommen dann mehr Leute. Ich verstehe nicht. Das ist doch das kleine Einmaleins, wie man Menschen behandelt. Oder nicht? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es ist halt so, ich war jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich werde nicht mehr werde ich nochmal in das Hotel gehen? Ich glaube, ich rufe vorher an, wie das Frühstück ist. Dann würde ich da nochmal hingehen. Genau, das 3. Mal würde ich hingehen, wenn die wirklich sagen, dass sie Frühstück haben. Um das Frühstück dann zu testen. Da ist Walmart. Wisst ihr? Jetzt habe ich extra eine große Runde gedreht, um mit euch zu reden. Das finde ich ganz toll. Es ist Samstag, es sind 25 Grad. Es ist 11:45. So. Der Kaffee geht so, weil der ist von Tim Hortons. Aber ist egal. Ich war heute faul. Ich war heute zu faul, selber Kaffee zu kochen. So. Aber der Untertitel kommt gut an. Der Untertitel kommt richtig gut an. Es war eine sehr gute Entscheidung. Und ich muss mal Marco sagen, Marco, das war eine super Leistung, was du da mit dem Untertitel gemacht hast. Super Arbeit. Danke, Marco. Weil ich gebe mir ganz ehrlich zu, normalerweise übersetzt YouTube das. Aber Marco und mir ging das nicht schnell genug, weil das dauert, bis YouTube das übersetzt hat. Und das Video war jetzt schon online. Und dann habe ich natürlich vorher schon geworben über, es gibt einen Untertitel, ne? So. Und dann macht man sich natürlich Stress und ich musste Truck fahren und Marco hatte gerade Zeit gehabt, der konnte das dann ganz schnell oder hat daran gearbeitet, mehrere Stunden. Und hat es dann hingekriegt. Das ist total super. Jetzt werde ich natürlich einen anderen Weg suchen, dass das verfügbar ist, dieser Untertitel verfügbar ist, sobald das Video online ist. Und jetzt werde ich das so machen. Ich werde das bei YouTube reinstellen, heute schon, also auf dem Samstag. Ey, der sieht ja cool aus, der Typ. Auf dem Samstag, die haben ein ganz neues Hotel hingebaut. Wie heißt das? Comfort Inn? Nein. Egal. Newly innovated. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, aber Marco hat das super hingekriegt. Und es muss halt jetzt etwas online stehen, damit YouTube das umsetzt. Und jetzt habe ich überlegt, ob ich das heute schon hochlade, privat setze und dass YouTube dann Zeit hat, bis morgen, bis das online ist, das an dem Untertitel zu arbeiten, auf den Deutschen. Und dann kann ich, wenn der Untertitel halt in Deutsch verfügbar ist, kann ich den auf Englisch übersetzen lassen. Also so ein Knopf und dann ist das übersetzt. Mal schauen. So, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich gefilmt habe, aber ich habe schon wieder 14 Minuten gesprochen. Ich möchte gerne dieses Video beenden. Talk, teilen, abonnieren, liken, kommentieren. Facebook, ich habe auf Facebook, ich hab eines der besten Facebook-Gruppen. Die Leute sind super. Die sind nett zueinander. Wir sind witzig zueinander. Also wir teilen dann so witzige Memes, ne? Ist schön da. Kommt mal rein. Kanada Trucker Philipp auf Facebook. Ich würde sagen, ich fahre morgen los, nimm euch morgen mit auf die tollen Abenteuer, auf die tollen Pommes-Abenteuer von Philipp. Denn die Welt braucht Pommes. So. Und jetzt höre ich wirklich auf. Tschüss.